Alrighty dann und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakespeare Fidget mit mir und Basti. Frisch von EU17. Die letzten Zeiten war es recht still wieder mal bei mir, aber das kennt ihr ja. Das Ding ist, dass ich eigentlich was ganz anderes geplant hatte mit dem Server. Und zwar sollte es etwas geben, was es ewig nicht gegeben hat, und zwar einen Server-Startbegleitung von mir. Sprich ab 16 Uhr sogar mit Stream war angedacht. Ist aus zeittechnischen Gründen meine Familie, also die haben eigentlich vorgehabt, wegzufahren. Das ist ausgefallen und dementsprechend gab es die Gelegenheit auch nicht, diesen Stream durchzusetzen. Aber ich bin auf EU17 trotzdem dabei, habe am Tag 1 auf Punkt genau Level 30 was gespielt, mithilfe des Glücksrads am Ende noch. Und hätte die Option gehabt, auch noch ein bisschen weiter zu gehen. Ich habe tatsächlich in den letzten 10 Minuten kein Glück mit meinen Steinen gehabt. Also einen Ausdauerstein habe ich gefunden, ansonsten 2 Glückssteine, der Rest da war leider auch kein Main-Attribut oder so dabei, so hätte ich nochmal eher einen Dungeon machen können, versuchen können, mir Alu aufzusparen, auf Level 30 nochmal in die Dungeons gehen vielleicht, wenn der Key kommt, ja, und dann auch aus zeittechnischen Gründen, auch das SA, habe ich auf punktgenau 40% gespielt, hätte ich auch tendenziell noch ein bisschen höher gehen können, um noch effizientere Quests zu spielen, aber da hat dann auch die Zeit gefehlt und sehr interessanter Serverstart aus vielerlei Hinsicht. Also erstmal kann ich sagen, ich habe mir zwar einen Screen gemacht, aber Turor ist dabei. Ja, zu Turor sage ich so an sich nicht viel, weil ich auch nicht viel weiß. Ist einer, der oft in der Ehrenhalle auf jeden Fall für Furore gesorgt hat in der Vergangenheit, aber auch durch andere Schlagzeilen und plötzliche Quits und keine Ahnung, ob es da Payment-Sachen mal gab bei ihm. Ich weiß es nicht. Also ich würde es jetzt nicht sagen. Er ist auf 67 hochgegangen, das ist ja ein bisschen so die Grenze an Tage 1 unter normalen Bedingungen, und die meisten anderen waren gar nicht über Level 40. Also wenn, gab es nur einen Spieler über Level 40, Kanis, da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob er vorher schon so hoch war. Die meisten waren zwischen 30 und 40 oder halt unter 30, und das hat halt auch einen ganz interessanten Aspekt, auf dem ich nochmal zurückkommen werde. Im Übrigen habt ihr mitbekommen, ich bin hier mit Gam dabei. Ich habe mir nämlich die Haare gekämmt. Ja, hier mal ganz interessant, Analyse zu dem Server, die Beteiligung. Also wenn man durch die Ehrenhalle ballert, kriegt man das ja natürlich schon mit. Das ist der Paladin-Server schlechthin. 60% knapp aller verschiedensten Charaktere sind Paladine. Aber auch interessant, der Nekromant, der oft auf den letzten Servern bestplatzierte oder zumindest zweitplatzierte Klasse war, ist auch wieder dann eigentlich neben dem Paladin am meisten ausgewählt worden mit 7%. Und also ich weiß nicht, ob es mal wieder Server geben wird, wo die meisten Klassen hier so schlecht abschneiden. Ich bin Scout, bin hier bei den 3,74% dabei und Krieger, 1,72. Also allgemein wird natürlich der Paladin dazu führen, dass der Krieger verhältnismäßig niedriger gespielt wird. Druide und Barde halten sich halt oft immer mal auch so die negative Kante. Der Krieger könnte da jetzt reinrutschen. Wird man auf den nächsten Servern sehen. Vor allen Dingen EU20 wird da sehr interessant sein. Aber das ist schon, das ist schon sehr heftig, ja. Zumal man sagen muss, der Paladin, ja, darüber hinaus ist gefühlt auf jeden EU-Server vertreten mit 0,03%. Ich habe in einige schon reingeguckt, und in die, wo ich jetzt reingucke, habe ich vorher noch gar nicht reingeguckt. Überall siehst du den Paladin on the road. Also, ich kann mal auf Server AM auch gucken. Noch, da gibt es natürlich auch 3%. Also, ist eine Klasse. Hier sehen wir auch wieder Nekromant, Berserker. Ne? Also, beliebte Klassen, Berserker, Nekromant. Nach wie vor Magier dann auch immer ganz gut dabei im Schnitt, und Paladin. Aber also Paladin könnte auf den nächsten Servern, je nachdem, wie er sich jetzt auch so für die meisten Spieler spielt und für die, die halt keinen spielen, gegebenenfalls auch weiter vorne einreihen. Aber es ist noch zu früh, um das wirklich zu sagen. Dann noch ein kleiner Cut in dazwischen, denn ich wollte ja auch kurz das Thema noch avisieren, warum dieser Serverstart ein bisschen interessant auch ist, denn der Serverstart an sich hat sich halt ein bisschen anders gespielt, vor allen Dingen an Tag 1. An Tag 2 werden es auch noch viele erleben, weil das Thema Goldfarmen, manche Spieler dachten, es würde gar nicht funktionieren. Da war ich mir sicher, dass
das neue Goldfarm Arena oder Hall of Fame Arena Event stattfindet. Aber dieses Event hat ja eine Bedingung, und zwar die Bedingung, dass derjenige, den man angreift, wo man Gold farmen kann, irgendwie 50 Ränge maximal Unterschied haben zu einem selbst. Das bedeutet, dass dieses Arena-Gold-Farmen so an sich gar nicht mehr so funktioniert, wie man das früher gespielt hat. Ja, also wenn man jemanden gefunden hat in der Arena, der Gold hatte, konnte man ihn im besten Falle 10 bis 12 Mal hintereinander abfarmen. Dann hat man 10 bis 12 Mal gegen ihn bestenfalls ohne Waffe gespielt, hat dann wieder quasi verloren, hat sich wieder hochgepusht in der Ehrenhalle oder den Gegner hochgepusht, sich selber runter, sodass man sehr weit unten war. Und dann hat man diesen Spieler dann wieder 10 Mal angegriffen, 12 Mal, wie auch immer, und hat sich das Gold gefarmt. Und das funktioniert in dieser Form gar nicht mehr. Und ja, ich glaube, das hat auch zur Folge, dass vielleicht das Drachenleasing wieder ein bisschen interessanter wird. Also das kann man echt nochmal ein bisschen beobachten und analysieren. Hat natürlich auch ein paar Vorteile, ja, das muss man auch sagen, vor allen Dingen für die Angegriffenen, aber könnte eben auch dazu führen, dass eben dieser Day 1 Rush oder Day 2 Rush für manche Spieler oder für Pay-to-Win-Spieler vor allen Dingen ein bisschen schwieriger wird, weil ja, das Drachenleasen halt deutlich ineffizienter und teurer ist als das damalige Arena-Gold abfarmen. Ja. Also so viel erstmal zu dem Thema. Und jetzt geht's weiter noch mit dem Basic-Video. Ich bin hier bei den German OGs. Da sind dann auch mitunter Leute reingejoint wie Gurkenwasser. Nein, Quatsch. Wo haben wir sie? Der Mozone und Toni Toilette. Ja. Ich glaube, die waren von Anfang an gar nicht dabei. Ich war dann aber auch nachdem ich mich 16:30 ungefähr reinloggen konnte, ja, gefühlt bis zum frühen Abend gar nicht da. Ich glaube, die sind dann reingejoint, das machen sie ja öfter. Aber es ist natürlich gut für die Gilde, also extrem viele Spieler auch gewechselt worden. Ich weiß nicht, ob das alles so vorher geplant war. Aber ja, allgemein auf dem Server haben wir The Holy Order rund um Zombie. Dann haben wir hier 272 Paradise, die mit einigen Spielern oben weit mitspielen anscheinend. Da ist die Breite jetzt eher eine Frage, wie es da so aussieht. Dann The Magazine auf jeden Fall mit dabei. Auch jetzt mittlerweile ja eine große Community um dieses Shakes and Fidget Magazin haben sich aufgebaut. Das hat Resist to Exist hier alles gemacht. Da spielst du der Assassin, das ist natürlich wow, ja, geil. Und Hachane Vasi sehen wir hier auch weiter oben. In der Regel sind, sag ich mal, die Spieler, die am Anfang nach Tag 1 in der Ehrenhalle recht weit oben sind in der Gilde, das sind auch, sag ich mal, relevante Gilden im Folge. Pay to Win gibt es hier anscheinend auch. Also, und dann die German OGs, also das könnten schon so auch die Top 5 Gilden sein vom ersten Eindruck, aber viel mehr kann man halt auch nicht sagen. Wir haben ungefähr weiß gar nicht, wie viele Spieler. Wir haben Stand jetzt 1286 Spieler, die die Festung aufgebaut haben. Also die 25 sind und die Festung auch angeklickt haben. Das müssen nicht alles Spieler sein, die irgendwo Geld investiert haben in das Spiel. Aber die meisten davon haben zumindest wahrscheinlich die Starterpakete geholt, wenigstens so. Oder natürlich auch entsprechend mehr. Pets hat noch keiner. Und der Welt auch noch nicht. Das wäre auch sehr heftig gewesen. Also ich glaube, dieser Server wird jetzt gar nicht so eine große Rolle spielen langfristig. Aber für die einen gibt es halt Rekorde aufzustellen, für den Paladin. Für die anderen gilt es halt zu schauen, wie sich diese Klasse langfristig spielt. Und ich habe eben auch nicht den Paladin ausgewählt, weil ich eben schon erwartet habe, dass es gewisse Klassen gibt, die sehr schlecht dann dastehen. Trotzdem brauchte ich eine Klasse, mit der ich relativ straight durch den Beginn durchkomme. Deshalb habe ich den Scout gewählt. Und da kann ich auch mal aktiv schauen, wie sehr der Scout vielleicht die Paladine etwas ärgern kann. Ja, also das sei natürlich dahingestellt. Ja. Falls ihr auf dem Server natürlich noch anfangen wollt, könnt ihr hanrizzle-EU17 als Startercode auswählen für einen Trank und für Lucky Coins und für einen Mount 50%. Gleichzeitig natürlich auch den Webshop-Code Hanrizzle könnt ihr gerne eingeben. Vielen Dank für den Support
ja auch in den letzten Monaten nochmal. Und ja, vielleicht abschließend noch Worte, was ich jetzt hier vorhabe. Also ich habe ja auch EO16 gespielt, da muss ich auch nochmal reingucken, zum Avatar Race ein Video machen. Habe da jetzt aufgehört, wollte den Elevator halt performen und das war's. Jetzt ist hier der Serverstart, legendärer Dungeon, ist on the road. Also hier gilt es auch jetzt die Gilde gut zu unterstützen mit den Leveln. Ich werde hier nicht so eine Rolle spielen vielleicht wie auf EU16. Muss dann eher gucken, dass ich die Mindestvoraussetzungen dann auch erfülle. Also ich denke, das kriege ich Stand jetzt auf jeden Fall hin, je nachdem, wie sich die Gilde auch weiterentwickelt. Will weitestgehend versuchen, so aktiv wie möglich zu spielen, will auf jeden Fall Level 75 an Tag 3 erreichen, will dann, wie ich es auch schon zuletzt oft probiert habe, die Pets gut spielen. Habe ich bisher nie geschafft. Zuletzt auf den EU-Server. Mal gucken, ob ich es auf EU17 schaffe. Und ja, perspektivisch habe ich mich auch bei der Gilde im Discord beworben mit der Information, dass ich nicht langfristig spielen werde. Ich weiß nur noch nicht, ob ich sage, ich spiele bis EU18 oder bis zum nächsten Elevator, der perspektivisch halt später kommt. Weil Elevator halt immer so eine Sache ist, da kann man als offizieller Partner halt auch ein bisschen was reißen durch die gesponserten Pilze. Ich gebe ja eh gerne Pilze im Elevator aus, das wisst ihr. Und ja, so könnte es sein, dass ich dann auf EU18 nur wirklich den Serverstart halt mitnehme und auf EU17 dann ein bisschen länger spiele. So. Also das wäre möglich, aber das ist alles noch offen. Ja, neuer Content kommt. Ja, und dann würde ich sagen, war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen 3. Advent schon mal vorab. Und dann, ja, würde ich sagen, haut rein, macht tschüss, servus, bei Basti.